Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserem heutigen Video dreht es sich wieder rund um den Flipper Zero. Wir werden zusammen Shorts anschauen. Ich möchte euch sagen, was es mit diesen Videos auf sich hat, ob das wirklich echt ist, ob das fake ist, und ich werde euch auch dieses Mal vertiefende Hintergrundinfos geben, sofern es zu dem einen oder anderen Short was zu sagen gibt. Seid gespannt, wir starten sofort wie immer nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, der Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto, Video, eine Ziel, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, ich habe wieder einiges vorbereitet, also starten wir mal sofort und schauen in den ersten Short rein. No more red lights thanks to my buddy. So. Ja, ich halte das Ganze mal an. Der tut hier offensichtlich mit seinem Flipper Zero die Ampel hier manipulieren, die wir hier gesehen haben. Aber wir haben hier ein bisschen zurückgespult, sehen wir ganz am Anfang, was der eigentlich hier für eine Funktion ausführt. Und da kann man es relativ schön erkennen. Und zwar ist das die alte Animation, wenn man den I-Button liest. I-Button ist die Funktion mit diesen kleinen Pins hier vorne. Die I-Buttons, es sind so kleine Schlüsselanhänger, die ähnlich wie RFID-Chips genutzt werden, um, was weiß ich, an Fahrstühlen findet man es oft mal oder an irgendwelchen Sicherheitsgeräten, um sich dort zu authentifizieren. Zum Beispiel an elektronischen Kassen hat man das auch manchmal, hat man so einen kleinen I-Button dran. Das lässt er hier laufen. Diesen Lesevorgang, den wir hier sehen, der führt dazu, dass hier einfach dann auch die LED blinkt, aber tatsächlich irgendeinen Einfluss auf die Ampel hat das Ganze nicht. Also ich spiele es jetzt hier nochmal. Ja, das blinkt jetzt hier so vor sich hin und ja, die Ampel war schon grün. Ich weiß jetzt nicht, was sich jetzt hier geändert hat. Er meint wahrscheinlich grüne Welle. Schauen wir mal zum nächsten Video. Okay, Ampel ist ausgegangen. Ja, startet sie nochmal. Ja, und sie ist wieder aus. Gut, ich springe mal an eine entscheidende Stelle. Und zwar dort, wo wir sehen, was für einen Code er da hinterlegt hat in seinem Flipper Zero, was für ein Infrarotcode. Und zwar sieht man das jetzt hier oben. Noch ein bisschen undeutlich, es gibt noch ein Bild, da sieht man es ein bisschen genauer. Ja, also ich habe es selber ausprobiert, habe den Code auf den Flipper Zero drauf gespielt und bin zur nächsten Fußgängerampel gegangen, hätte das ausprobiert, aber bei mir hat es nicht funktioniert. Ich habe jetzt hier nicht das gleiche Gerät gehabt wie das, meins sah etwas moderner aus, aber was man hier ganz deutlich erkennen kann, war hier ganz am Ende vom Short, und zwar das Teil hier. Das ist ein Infrarotempfänger und das tatsächlich hier, wenn man den Deckel sich jetzt wieder hier drauf denkt, da ganz am Rand, man kann hier vielleicht durch diesen Seitenschlitz, dann hat man ein Sichtfenster zu diesem Infrarotsensor, kann man den tatsächlich irgendwie steuern. Warum der gerade auf dieses Signal anspringt, ich weiß es nicht. Ich habe da auch schon einige coole Videos gesehen, wo welche da die Software auf der Ampelanlage analysiert haben und haben dann, wir haben ja dieses Klick-Klick-Klick-Geräusch gehört, haben dann irgendwie einen Kuckuck oder irgendein Vogel, eine Eule, die Huhu macht, drauf geschrieben, dass dieses Geräusch dann erscheint. Kann man schon ganz lustige Sachen damit machen. In diesem Fall keine Ahnung, was dieses Infrarotsignal zur Steuerung von Ampelanlagen, also nicht von richtigen Ampelanlagen, das was wir gerade gesehen haben, sondern von Fußgängerampel, Drückern,
macht. Vielleicht ist einer von euch in der Technik tiefer drin, ist vielleicht irgendwie Servicetechniker für Ampeln und kann uns hier auf die Sprünge helfen, aber somit muss ich sagen, ja, es scheint zu funktionieren, aber Sinn und Zweck, keine Ahnung. Schauen wir mal zum nächsten Video. Hotel safe versus Flipper Zero, who's gonna win? Fight! In this example, this hotel safe supports RFID, so you could put your valuables in the safe and then use a hotel card as an example to lock the safe. Be careful using hotel safes because they often have a whole bunch of vulnerabilities and can be easily opened. But in this example, I'm going to take the hotel card and I've got another Flipper Zero here, which I've got connected to my computer so that you can see what I'm doing. And I'm going to go to NFC, and what I'm going to do is I'm going to read the card. So there you go, the card has been read, and then what I can do is select emulate to emulate the card. So it's busy emulating, and all I need to do is go to the safe and notice it's opened. You probably want to use an RFID blocker to stop your cards from being copied. Ja, also der hat ein Hotelsafe gehabt, hat seine Karte kopiert mit dem Flipper Zero, hat die dran gehalten und der Hotelsafe ging auf. Ja, das Problem sieht man öfters, gerade bei so billigen Schlössern. Ich habe hier mal so ein China-Lock dabei. Das werden wir uns auch in einem der Folgevideos nochmal genauer anschauen. Die tun wirklich nur die UID, also die eindeutige Kartennummer, als Authentifizierungsmethode wählen. Man sieht jetzt hier auch, ich springe jetzt hier nochmal ein bisschen zurück. Und zwar an diese Stelle. Und hier sieht man, dass er nur 5 von 32 Zugangsschlüsseln für die RFID-Karte gefunden hat, also NFC, muss man ja genau sagen. Und mit der kann er keine vollständige Kartendoublette erzeugen. Das heißt, rein mit der UID, die wir hier oben sehen, die wird dafür verwendet, dass der Tresor sagt, ja genau, die BBB5-Karte wird hier dran gehalten und stimmt natürlich nicht. Hier sieht man so einen leichten verschwommenen Fleck. Die UID hat nochmal 2 so Pärchen. Die hat er hier unkenntlich gemacht. Und nur mit dieser UID hier geht der Tresor auf. Das heißt, er folgt keine weitere tiefere Verifizierung, ob es sich hier um die Originalkarte handelt, denn er schaut nicht in die einzelnen Blöcke rein. Ja, Blöcke, wenn es euch interessiert, ich habe auch schon einige Videos zum Thema NFC-Hacking mit dem Flipper Zero gemacht. Wenn es ihr euch dafür interessiert, könnt ihr ja nochmal hier in das Video reinschauen. Ich verlinke euch hier auch nochmal die komplette Playlist. Da könnt ihr euch auch nochmal vertiefend mit dem Thema NFC und Flipper Zero beschäftigen. Aber schauen wir mal zum nächsten Video. Adding a Minecraft amiibo to the Flipper Zero collection. Ja, die hat sich hier ein Amiibo kopiert oder vielleicht sogar alle beide, die in der Packung drin waren. Das ist sehr einfach möglich, weil das sind, wir schauen auch nochmal kurz etwas zurück, wenn wir sehen, was das für ein Format ist. Und zwar ist das ein NTAG-Format. NTAG sind relativ einfach zu kopierende NFC-Token und die haben im Prinzip in ihren einzelnen Seiten, wir sehen hier, sie hat 135 von 135 Speicherseiten aus dem NTAG-Chip gelesen. Dort sind irgendwelche eindeutigen Schlüssel drin, die dann halt das Nintendo auslesen kann und weiß, ah ja genau, du hast hier diese oder jene Spielfigur mit diesen und jenen Attributen an das Gerät gehalten. Das ist ganz einfach möglich. Was mich persönlich wundert, ist, dass die nicht die Verpackungen von den Amiibo einfach so bauen, dass man das nicht einfach von außen durchlesen kann, weil warum soll ich mir jetzt den Amiibo noch kaufen, wenn ich ihn ganz einfach mit dem Flipper auslesen kann. Teilweise werden diese Amiibos auch im Internet ausgetauscht, also zum Download angeboten, sodass ich dann auch hier mit dem Flipper Zero das Ganze wieder emulieren kann. Kann jetzt nicht so viel dazu sagen, aber ja, eine relativ einfache Technologie, die hier genutzt wird und ja. Okay, schauen wir mal zum nächsten Video.
Das kann ein iPhone auch, kein Plan von Technik. Mein Lieber, mit dem Kommentar hast du dich gerade selber hops genommen. Denn anscheinend weißt du nicht mal, was das für Chips sind 125 Kilohertz RFID. Und ja, es schaut vielleicht so aus wie NFC, funktioniert auch so wie NFC, aber auf einer anderen Frequenz und das kann ein iPhone oder irgendein anderes Handy auf jeden Fall nicht lesen. Dafür ist der Flip halt interessant, weil er hat nicht nur NFC, er hat auch RFID eingebaut, das heißt, ihr könnt auch RFID-Chips auslesen und emulieren. Und deswegen sage ich immer, lasst die Finger vom billigen China RFID-Logs. Da gibt's keine Verschlüsselung, zum Beispiel auch wie hier, also einmal kopiert, kann man einfach überall rein, in die Garage, in die Stockwerke rauf, man kann die Fahrräder klauen. Und es gibt durchaus auch Geräte, die RFID über 30 cm auslesen können, also wirklich, wirklich nicht sehr sicher. Zumindest bei diesen ganz billigen Zugangskontrollen. Beim Garagentor haben die meisten eh schon Rolling Codes, also da ist schon ein bisschen komplizierter, aber da ist eine Attacke auch möglich. Also Flipper, ich finde ihn trotzdem zu teuer, aber es ist wirklich ein nettes Spielzeug. Ja, wir haben ja einige Informationen drin in dem Short. Ich starte den nochmal von vorne und sage jetzt ein bisschen was zu den einzelnen Passagen dazu. Das kann ein iPhone auch, kein Plan von Technik. Mein Lieber, mit dem Kommentar hast du dich gerade selber hops genommen. Denn anscheinend weißt du nicht mal was... Am Anfang von dem Video hier geht es ja darum, dass er sagt, naja, also ein Mobiltelefon kann nicht alle Typen Chips lesen. Wir haben ja die 1356 MHz Chips und die 125 KHz Chips und es ist ganz klar, dass ein iPhone oder ein Android-Gerät keine 125 KHz sogenannte RFID und nicht NFC lesen kann. Das ist keine Besonderheit, der Flipper kann beide lesen und deswegen zeigt er das Ganze hier, dass das einfach mit dem Telefon nicht funktioniert. Das ist klar. Andere Technologie, anderer Lesestandard geht einfach nicht. An der Stelle liest es mit 125 Kilohertz Funktion und emuliert das Ganze. Man kann das Ganze dann das ist ähnlich wie bei NFC, mit der UID, dann alle möglichen Türen mit diesem öffnen. Was er jetzt ja auch sagt, dass es hier keine zusätzliche Schutzfunktionen gibt, das stimmt so nicht ganz. Es gibt auch einfache 125 Kilohertz NFC oder, das sage ich selber, NFC, RFID-Token, die auch zum Beispiel Wechselcodesysteme unterstützen. Das heißt, neben der UID gibt es auch noch einen Speicherbereich, der individuell vom Leser gelesen oder beschrieben werden kann. Gerade bei Alarmanlagen findet man das zum Beispiel, auch wenn die mit 125 Kilohertz arbeiten, schreiben die zum Beispiel bei jedem Lesevorgang einen eindeutigen Code zurück auf den Token und überprüft beim nächsten Lesevorgang, ob dieser Token auch noch auf der Karte steht. Das heißt, sobald dann ein anderer Token drauf steht, wurde die Karte schon mal wo eingesetzt, er ist quasi kompromittiert und lässt einen dann nicht mehr rein. Also so ganz einfach sagen, 125 Kilohertz gibt es keine Schutzfunktion, das stimmt so nicht ganz. Und deswegen sage ich immer, lasst die Finger vom billigen China RFID-Logs. Da gibt es keine Verschlüsselung, zum Beispiel auch wie hier, also einmal kopiert, kann man einfach überall rein, in die Garage, in die Stockwerke rauf, man kann die Fahrräder klauen. Und es gibt durchaus auch Geräte, die RFID über 30 cm auslesen können, also wirklich, wirklich nicht sehr sicher. Zumindest bei diesen ganz billigen Zugangskontrollen. Ja, an der Stelle weist er nochmal auf die Sub-Gigahertz-Funktion hin. Mit Sub-Gigahertz kann ich ja Signale von Fernbedienungen aufzeichnen und wiedergeben und je nachdem, ob das System einen Rolling Code hat, das heißt bei jedem Druck auf die Fernbedienung wird ein anderer Code ausgesendet, wie wir es zum Beispiel bei den Autoschlüsseln kennen, weil jedes Mal, wenn ich auf den Autoschlüssel drücke, wird ein einmaliger Code erzeugt, der dann vom Auto erkannt wird und geprüft wird, ob auch der richtige Schlüssel mitgeschickt worden ist, oder wir haben alte Systeme ohne Wechselcode, das bedeutet, dass jedes Mal, wenn ich drauf drücke, kommt immer das gleiche Signal und solche kann ich mit dem Flipper sehr leicht aufzeichnen und wieder ausstrahlen, um dann bestimmte Systeme ein- und auszuschalten oder die entsprechenden Funktionen auf der Fernbedienung nachzuahmen. Tor haben die meisten eh schon Rolling Codes, also da ist schon ein bisschen komplizierter. Aber da ist eine Attacke auch möglich. Also Flipper, ich finde ihn trotzdem zu teuer, aber es ist wirklich ein nettes Spielzeug. Okay, schauen wir uns das nächste Video an. Since it's USB-C. And I wonder if you know what it means. Thanks a lot, Europe. What it means.
And I wonder if you know what it means. Ja, was macht ihr hier? Das ist wirklich totaler Mist. Schauen wir uns mal Schritt für Schritt an, was ihr hier macht. Also Telefon ist hier entsperrt. Er schnappt sich jetzt da den Flipper. Ja, und er lässt hier einfach im Bett USB drüber laufen, was eine App öffnet, so eine Terminal-Emulation. Und dann schreibt er hier einfach irgendwas in die Terminal-Emulation rein. Also schaut sehr schick aus, ist aber fake. Also ja, schauen wir uns das nächste Video an. Ja, also ganz einfach. Der sagt hier, ja, ich komme hier nicht rein. Nimmt dann natürlich seinen Flipper Zero, den er dann zufällig dabei hat, in die Hand. Hat dann natürlich schon eine Karte drauf gespeichert, die er davor kopiert, ausgelesen hat. Hier ganz einfacher Leser, der nur die UID ausliest und dann kann er natürlich durchgehen. Ja, auch hier ganz einfaches Türschloss. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, China Lock. Wir sehen es auch hier. Ich gehe mal vor. Er hat bereits die UID drauf. Ganz klassisches, einfaches China Lock hier. Und emuliert dann die MyFair-Karte. In dem Fall, das ist ein Messeobjekt. Wir sehen es hier unten, hängen die Zugangsdaten bereits drunter. Das ist zum Beispiel der manuelle Schlüssel. Die China Locks haben oft noch einen physischen Schlüssel dabei. Falls die Technik spinnt, kann man das im Prinzip dann mit dem physischen Schlüssel richtig aufsperren. Aber hier sehen wir die zwei Zugangsdaten, die natürlich auf der Messe hier eingelernt worden sind, damit ich einfach hier die Karte nehmen kann, halte die dran und dann sehe ich, wie einfach das Schloss aufgeht. In diesem Fall einfach ausgelesen, wie gesagt, dran gehalten, emuliert und das Schloss akzeptiert das Ganze dann und geht auf, macht grün und man kann die Tür öffnen. Nächstes Video. Halten wir schon mal kurz an. Also der liest hier, egal was wir jetzt sehen, liest die Karte aus, er hat die UID, er hat auch alle Schlüssel gefunden und schauen wir mal weiter. Ja, Hotelschlüssel. Genau. Man muss sagen, dass man auf einen Anhieb alle Schlüssel von dieser Hotelkarte auslesen kann, ist relativ unwahrscheinlich, weil die verschiedenen Hotelsysteme nutzen zum Schutz der Sektoren auf der MyFair Classic Karte sehr unterschiedliche Schlüssel. Es gibt zwar immer wieder mal je verschiedener Hotelgruppe Schlüssel, die sich wiederholen, aber grundsätzlich muss man sagen, es ist jetzt nicht so einfach möglich, dass ich sage, ich mache hier den Wörterbuchangriff durch und ich habe sofort alle 32 Schlüssel geladen. Oder der Wörterbuchangriff dauert schon eine ganze Weile, bis ein entsprechend richtiger Schlüssel gefunden ist. Also das Flipper-Wörterbuch hat teilweise mittlerweile weit über 3000 verschiedene Schlüssel und bis die je Sektor durchprobiert haben, da können schon mal Minuten bis Stunden vergehen, bis er die verschiedenen Sektoren entsperren konnte. Was man hier an der Stelle vielleicht einfacher nehmen sollte, wäre ein Proxmark 3, weil der Proxmark 3 macht einfach kein Brute Force, sondern er setzt hier auf die schwache Verschlüsselung der MyFair Classic Karte. Auch hier habe ich schon mal ein Video gemacht, da würde ich euch hier auch nochmal das Video einblenden, wie man mit dem Proxmark 3 hier einen entsprechenden Angriff auf die Karte durchführt. Aber an dieser Stelle, wie gesagt, zeigt auch wieder, dass wenn man veraltete MyFair Classic Technik einsetzt, die wirklich noch weit verbreitet in Hotels zum Einsatz kommt, kann ich die Karte kopieren. Was ihr natürlich wissen muss, in der Karte, in diesen gesperrten Sektoren sind dann natürlich die Daten drin, welches Zimmer, in welchem Zeitraum
Diese unterliegen aber in der Regel nochmal einem zusätzlichen Schutz, das heißt, die sind nicht im Klartext drauf, sodass ich sie manipulieren kann. Die sind dann nochmal in speziell verschlüsselter Form aufgebracht, die dann entsprechend zum Türschloss dann nochmal interpretiert werden, um zu schauen, ist denn der Schlüssel noch in der Zeitspanne, wo er schließt, oder ist er schon außerhalb der Zeitspanne, sodass die Zutrittsberechtigung zum Beispiel nach dem Checkout nicht mehr gegeben ist. Ja, dann schauen wir uns mal das nächste Video an. Ja, also dieses Video, ich lasse es hier mal in Schleife laufen, habe ich mir sehr oft angeschaut. Also erster Kommentar mal von mir, ich kann wirklich nicht erkennen, was auf dem Display vom Flipper zu sehen ist. Wir haben das sehr oft hier in schlechten Lichtsituationen oder so Extremlichtsituationen. Das Display vom Flipper wird total überbelichtet, um den Rest vom Video überhaupt erkennen zu können. Das macht es natürlich nicht immer einfach zu sehen, was hier genau passiert. In dem Video macht es den Anschein, als ob er hier mit der Infrarotfernbedienung einen Infrarotcode ausspielt und dadurch hier die komplette Beleuchtung angeht. Wir sehen hier, die Beleuchtung geht bis zum Ende der Straße an. Es wäre in meinen Augen ein großer Zufall, dass hier irgendwie ein Soundsystem in der Nähe steht, was er hier per Infrarot startet, an welchen dann auch diese Lampen angeschlossen sind, die hier komplett alles aktivieren. Ich weiß jetzt auch nicht, wo das Ganze ist. Es kann sein, dass diese Animationen in regelmäßigen Abständen diese Lichteffekte hier durchlaufen. In meinen Augen, ich kann es wirklich nicht genau sagen, aber ich tendiere mehr auf Fake als wie auf Real, weil die Sendereichweite von der Infrarotfernbedienung vom Flipper Zero ist wirklich sehr schlecht und es scheint mir jetzt hier nicht so, dass hier im näheren Bereich irgendein Gerät ist, was diese komplette Soundanlage steuern kann, also was auf diese Reichweite vom Flipper Zero mit seiner begrenzten Infrarotkapazität noch erreichbar wäre. Wir schauen zum nächsten Video. First, analyze the frequency. Sometimes you gotta get close. So at 317 for gate 1, should be the same for gate 2. Okay, also was wir hier sehen, er führt den Frequency Analyzer vor. Mit dem Frequency Analyzer kann ich schauen, wenn ich zum Beispiel eine Fernbedienung habe, auf welcher Frequenz diese Fernbedienung sendet. Ja, drückt jetzt hier mal die eine Taste, sagt die erste Taste hier, haben wir auf 317,919, also 318 MHz. Und dann probiert er noch die zweite aus. Jetzt hat es geklappt. Und es ist die gleiche Frequenz, also mehr sagt uns das Video nicht. Ja, Funktionsvorführung. Schauen wir mal zum nächsten Video. Kennst du das? Du bist im Hotel und kannst leider nicht mehr weiter zappen, weil die Batterie deiner Fernbedienung leer ist? Kein Problem. Genau deshalb habe ich immer meinen Flipper Zero dabei, mit dem ich per Brute Force alle möglichen Signale im Infrarotbereich durchgehen kann und so eine Universalfernbedienung immer in der Tasche habe. Wie kann ich damit jetzt meine Fernbedienung ersetzen? Ganz einfach. Ich gehe zunächst einmal in das Menü und wechsle dort auf Infrarot. Dort kann ich jetzt auf Universal Remotes gehen, Fernseher, und dann steht mir eine voll funktionsfähige Universalfernbedienung zur Verfügung. Um jetzt beispielsweise ein Programm runterzuschalten, klicke ich einfach hier auf Channel nach unten, dann wird das Signal gesendet und wie du sehen kannst, kann ich jetzt ganz ungestört South Park genießen. Hervorragend. Ja, kommt natürlich sehr oft vor, dass die Fernbedienung gerade in dem Moment leer ist, wo ich im Hotel bin und die Fernbedienung brauche und dann durchs Programm sippe. Und dann ist natürlich genau zufällig, dass ich dann auch noch den Flipper Zero dabei habe und dann das Problem löse. Klar, ich kann verschiedene Infrarotcodes hier per Brute Force durchprobieren, aber es ist nicht gesagt, dass die Infrarotcodes in diesem Brute Force Angriff ganz am Anfang liegen, sodass ich wie hier in dem Fall relativ schnell den Fernseher umswitchen kann. Oftmals kann es bis zu 1-2 Minuten dauern, bis er alle Infrarotcodes durchprobiert hat, und wenn ich jedes Mal 2 Minuten warten muss, bis der richtige Code am Fernseher angeschlagen ist,
dann sitze ich, glaube ich, morgen früh noch oder die Sendung ist vorbei, bis ich den Kanal da erreicht habe. Da gibt es dann andere Möglichkeiten, dass ich hier spezielle Infrarotcodes passend zu dem Gerätetyp mir vorher lade oder mich davor beschäftige und schon mal die richtigen Fernbedienungen, die dann nur auf dieses Gerätetyp spezialisiert sind, auf den Flipper lade, sodass ich hier direkt durchgreifen kann und den Typ Gerät sofort und komfortabel steuern kann. Aber ansonsten einfach so mit Brute Force, sage ich mal, ja, es geht, aber es dauert. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, Like und Abo nicht vergessen. Und wir werden sicher in einem weiteren Teil von Flipper Zero Shorts an diese Shorts-Serie anknüpfen und weitere Shorts auseinandernehmen. Also seid gespannt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video mit dabei seid. Macht es gut. Ciao.